Also das ist ein Röhrencomputer, ein Magnettrommelrechner aus der ersten Computergeneration. Und wenn ich den jetzt einschalte, dann werden zunächst mal die Röhren vorgeheizt mit halber Spannung. Nach 50 Sekunden schaltet sich die Magnettrommel ein und die Röhren werden vollgeheizt und nach nochmal 50 Sekunden wird die Anodenspannung für die Röhren zugeschaltet. Was man jetzt zunächst hört, ist einfach der Ventilator. Die Maschine hat 1,5 Kilowatt Verlustleistung und die muss rausgebracht werden aus dem Gerät. Also jetzt, die Maschine zeigt jetzt an, dass sie in Pausestellung ist und das ist jetzt der Ventilator. Oben ist das der Befehlszähler, das Befehlsregister und der Akkumulator. Das sind die drei Register, die ein von Neumann-Computer im Prinzip braucht. Der Befehlszähler gibt an, wo der nächste Befehl liegt. Und im Befehlsregister liegt der Befehl selber und im Akkumulator, das ist das Register, mit dem gerechnet wird. Als ein Ausgabegerät dient so ein Friden Flexowriter. Das ist eigentlich eine IBM-Typenhebel-Schreibmaschine, die 1940 rum erweitert worden ist zu einem automatischen Textverarbeitungssystem. Und man sieht hier, dass die Sekretärin sich freut, dass sie von einem Lochstreifen 10-mal den gleichen Brief schreiben kann. Gleichzeitig hat die Maschine einen Interface-Anschluss und alles, was ich auf der Schreibmaschine schreibe, kann auch in den Computer übertragen werden. Ich schalte jetzt die Maschine ein und wenn ich jetzt hier auf der Tastatur zum Beispiel eine 1 eingebe, dann wird diese 1 in den Akkumulator des Computers übertragen. Also das ist sozusagen ein lebendiges Bit, was man sehen kann. Gebe ich eine 3 ein, dann wird 1 und 2 ist die 3 und gebe ich eine 7 ein, ist 1 und 2 und 4 ist die 7. Auf die gleiche Weise kann ich in den Computer jetzt einen Befehl eingeben, zum Beispiel den Befehl U3W00. Und der landet jetzt zuerst mal im Akkumulator, weil alles, was die Schreibmaschine eingibt, landet im Akkumulator und ich kann jetzt hier mit Eingabe von Hand den Befehl aus dem Akkumulator in das Befehlsregister übertragen. Und das U3W00 ist ein Sprung an die Adresse 3W00. Kann jetzt hier auf Einzeloperation umschalten. Das ist etwas, was man in modernen Betriebssystemen auch kennt. Es gibt Kästchen, die sind grau, die kann man nicht anwählen. Und es gibt welche, die sind schwarz, die kann man anwählen. Wenn ich hier auf Einzeloperation schalte, kann ich sagen, Befehl ausführen. Und jetzt hat der Sprungbefehl den Befehlszähler auf 3W00 gesetzt. Auf die Weise kann ich die Maschine zunächst programmieren, was aber sehr mühsam ist. Und die weißen Tasten, die ich hier habe, das sind nicht etwa kaputte Tasten, die es in Braun nicht mehr gegeben hat, sondern das ist der Maschinencode des Computers. A löst die Addition aus, S die Subtraktion, Division, Multiplikation, Input, Print, Teste und Springe, ein konditionierter Sprung, unbedingter Sprung, halte die Maschine an, Z, bringe etwas in den Akkumulator, speichere etwas ab und lösche den Akkumulator, Clear. Damit kann ich also auf der Schreibmaschine Assembler-Code schreiben, der dann in Maschinencode direkt umgewandelt wird. So kann ich programmieren. Man hat das zum Beispiel mit solchen Programmierformularen gemacht. Das ist ein Maschinenprogramm, was man direkt auf der Schreibmaschine eingeben kann. Und es hat praktisch durch diese Buchstaben mnemonische Codes. Das ist aber sehr mühsam, diese Sachen zu programmieren. Aus dem Grunde hat es für Wissenschaftler und Techniker einen Compiler gegeben. Das ist der Compiler ACT5, Algebraic Compiler and Translator. Es ist eine Programmiersprache auf dem Level von Fortran 2. Also Fortran 2 ist ja die älteste Programmiersprache, die auch heute noch in Form von Fortran 2010 in Betrieb ist. Wir haben diesen Lochstreifen im Oktober 2001 kopiert. Seitdem benutzen wir den. Wir benutzen nicht mehr die Originalsoftware, sondern natürlich Sicherheitskopien. Zusätzlich zu dem Compiler brauche ich ein Laufzeitsystem. Das sind die Basic Subroutines, die haben nichts mit der Programmiersprache Basic zu tun, sondern es sind die 4 Grundrechenarten und die Ein-Ausgabe. Ich habe dann ein Betriebssystem, das ist das Programm 10.4
Damit kann ich andere Programme laden, also zum Beispiel den Compiler auf die Trommel. Das ist sowas wie ein Maschinenmonitor, wie ein Monitorprogramm, was man so von Mikroprozessor-Entwicklungssystemen kennt. Und wenn ich zusätzlich zu den 4 Grundrechenarten noch kompliziertere Funktionen haben will, das ist zum Beispiel das Wurzelunterprogramm. Ich werde nämlich jetzt ein Demonstrationsprogramm vorführen, was wir immer zum Tag der Wissenschaft zeigen. Und da kann man also sehen, wie man mit so einem Computer gearbeitet hat. Dadurch, dass die Magnettrommel arbeitet wie eine Festplatte, brauche ich die ganzen Programme nicht neu zu laden, sondern die bleiben auf der Trommel. Ich kann die Maschine einfach einschalten und kann sofort losarbeiten. Das mache ich folgendermaßen, da muss ich ein paar Tasten drücken, muss die Schreibmaschine online schalten, dann setze ich den Befehlszähler zurück, dann sieht man, dass wenn ich hier drauf drücke, geht der auf 0. Und dann schalte ich die Maschine auf Normalbetrieb und sage Rechner Start. Und jetzt, das ist jetzt das Programm 10.4, das mir durch das Aufleuchten der Lampe sagt, mach eine Eingabe. Das ist also bei textorientierten Betriebssystemen der Cursor, der blinkt. Jetzt mach eine Eingabe. Und die Eingabe heißt in dem Fall, starte den Compiler. Der Startbefehl ist der Punkt. Und ich muss noch eine Adresse angeben, nämlich 2000. Das ist die Startadresse des Compilers, also dieses Punkt 2000, was man jetzt hier auf der Schreibmaschine sieht. Das ist gleichzeitig in den Akkumulator des Computers übertragen. Das ist der Punkt und das sind die 2000. Und wenn ich jetzt sage Rechner Start, dann wird er kurz loslaufen, wird aber gleich wieder anhalten, weil ich jetzt hier ein paar Tasten drücken muss. Und jetzt sage ich nochmal Rechner Start und dann, das kann ich auch hier machen, dann wird man sehen, wie er kurz was berechnet. Jetzt fängt er an zu rechnen und er fängt jetzt an, den Quelltext meines Programms vom Lochstreifen einzulesen, tippt den aus auf der Schreibmaschine. Das ist das, was die eigentliche Schreibmaschine ursprünglich tun sollte. Text vom Lochstreifen ausschreiben. Aber das, was er einliest, wird auch gleichzeitig in den Computer übertragen. Und je nachdem, wie kompliziert das Konstrukt ist, was er gerade eingelesen hat, sind die Pausen, die er einlegt, größer oder kürzer. Und man kann jetzt praktisch zugucken, wie er den Quelltext aus der ACT5-Sprache in seine Maschinensprache übersetzt. Da sieht man immer, wie ein Statement reingeschoben wird in den Akkumulator und dann beginnt der Compiler dieses Statement zu übersetzen. So, die Übersetzung ist jetzt beendet. Es wird eine Symboltabelle ausgegeben. Das ist für den Programmierer wichtig, damit er weiß, wie viel Platz er auf der Trommel hat, wo seine Variablen liegen, wo sein Programm zu Ende ist, für den Fall, dass er noch eine Sonderfunktion laden will. Das ist jetzt hier ein Programm. Wer jemals schon in einer Sprache wie BASIC oder sonst was programmiert hat, for E Step 1 until 10, Repeat S9, das ist eine Schleifenkonstruktion. 1207 ist eine Formatanweisung. Decimal Print 1 dividiert durch Square Root x. 1206 Decimal Print 1 dividiert durch Square Root x. Das sind 2 Ausgabeanweisungen. Das ist also ein einfaches Schleifenprogramm, was jeder, der mal anfängt mit BASIC zu programmieren, auch erstmal hintippt. Die Übersetzung hat funktioniert, es hat keine Fehlermeldung gegeben. Das heißt, jetzt kann ich das Programm, das auf der Trommel gespeichert ist, ausführen. Das mache ich folgendermaßen. Ich schalte hier wieder Eingabe von Hand, also sonst kommt die Eingabe vom Lochstreifen. Dann sage ich Einzeloperation, tue hier diese Debugging-Tasten weg, lösche den Programmzähler, das ist dann wieder die Startadresse des Betriebssystems, gehe wieder auf Normalbetrieb, sage Start
Und das Betriebssystem meldet sich jetzt hier wieder mit der Eingabeaufforderung. Und die heißt in dem Fall, starte das übersetzte Programm. Punkt heißt starte Programm. Und ich gebe jetzt ein, wo das übersetzte Programm liegt. Also es gibt 3 wichtige Adressen in dem Rechner. Bei 0 startet das Betriebssystem, da komme ich mit Reset hin. Bei 2000 startet der Compiler und bei 300 das übersetzte Programm. Und dann sage ich Rechner Start und nochmal Rechner Start. Und jetzt beginnt die Ausführung des Programms. Und er fängt an, diese Tabelle, die ich da programmiert habe, zu drucken. Er macht eine Überschrift. Die Überschrift ist der 1. Juli 2017. Das ist immer der Tag der Wissenschaft. Einmal im Jahr stanzen wir also die Programme neu, weil Lochstreifen kann man ja nicht mehr nachkaufen. Also das machen wir eben einmal im Jahr. Und man sieht jetzt hier die Tabelle, die ausgedruckt wird. Das ist eine saubere Tabelle, die ich sofort irgendwie weiterverarbeiten kann oder ausdrucken kann oder sonst was damit machen kann. Was man hier noch sieht, ist, dass da tatsächlich von unten an den Tasten, die gedrückt werden, rumgezupft wird. Und junge Leute kennen eine Typenhebelschreibmaschine schon gar nicht mehr. Für die ist das schon ein Problem, ein Blatt Papier in die Schreibmaschine einzulegen. Das Highlight ist, dass die Maschine zweifarbig sogar drucken kann und groß-klein schreiben, was die IBM lange Zeit nicht konnte. Das liegt eben daran, dass es eigentlich eine Korrespondenzschreibmaschine, eine amerikanische ist. Ja, damit hat das jetzt hier funktioniert. Also die Luft wird unten angesaugt durch Luftfilter und wird da oben rausgepustet. Das ist die Magnettrommel. Die hat 70 Spuren, 64 Datenspuren, 4 Taktspuren und die 3 Registerspuren. Dieses Röhrenbergwerk, das ist die Ansteuerung der Magnettrommel. Das sind solche Module, Standardmodule, die mit wenigen Typen diesen Computer aufbauen. Also hier gibt es zum Beispiel Matrix-Treiber, auch amerikanische. Das sind so ein paar Standardmodule, das waren Firmennormen. Die eigentliche CPU sitzt da unten. Das sind die 15 Flip-Flops, von denen ich gesprochen habe. Das ist nur die Trommel, also der Speicher. Und die Logik des Computers ist auf dieser Logikplatine, das sind 685 Germanium-Dioden. Da sind ist die ganze Logik, also der Ablauf für Division, Multiplikation, Befehlsdekodierung und so weiter drauf gespeichert. Und als wir die Maschine gekriegt haben, war sie natürlich kaputt. Es hat ein Student alle 685 Dioden durchgemessen, hat gesagt, nee, nichts gefunden. Dann haben wir gesagt, doch, da muss was kaputt sein. Und es war diese Diode, die da drauf kaputt war. Man sieht, die sieht ein bisschen anders aus wie die anderen. Man sieht aber auch hier unten ältere Reparaturen. Und das ist die Diode, die wir ersetzt haben. Ich mache jetzt mal das Licht aus, dann kann man die Röhren etwas besser sehen.